Mit dem 3:0 gegen Paris im Rücken geht's rein gegen Gladbach in die heiße Phase in der Liga. 4 Punkte haben wir leider Rückstand. Wir haben das letzte Spiel gegen Dortmund leider 1:4 verloren, zum ungünstigsten Zeitpunkt natürlich. Die Meisterschaft ist immer noch zu holen, aber wir brauchen halt jetzt Schützenhilfe und müssen halt nach wie vor jedes Spiel gewinnen. Heute habe ich die Mannschaft natürlich wieder ein bisschen durchgewechselt. Unter anderem Faris Shaibi, ein neues Innenverteidiger-Duo mit Nagalo und Amenda. Meier Linksverteidiger, Larsson in der Mitte, vorne Joshua Zirkzee, dahinter Haraldsson. Also ihr seht, wir haben auch noch Qualität auf der Bank, wenn wir so nachlegen können. Aber ich muss halt gegen PSG wieder die beste 11 spielen lassen. Und ich brauche dann nochmal so eine Leistung wie im Hinspiel, um dann ins Halbfinale einzuziehen. Aber Achtung, heute brauchen wir eine genauso gute Leistung. Weil die Gladbacher, die haben nichts mehr zu verlieren. Die sind auf dem 10. Platz, die stehen in der Mitte der Tabelle. Die können uns also noch ein bisschen hier die Meisterschaft versauen. Also die Jagd auf die Meisterschaft. Von daher schauen wir mal, wie es heute läuft. Scheibi mit dem ersten Antritt. Berger. Ja, macht Scheibi alleine. Berger ist aber auch schnell. Was ist das für einer? Ist das auch ein Jugendspieler oder was? Weiß ich nicht. Mamouche ist da. Erste Chance für uns. Ja, schade, den erwischt er nicht ganz mit der Seite. Ein bisschen mit dem Vollspann und mit der Seite. Ganz wichtig, gleich wieder hier die Zweikämpfe zu gewinnen im Mittelfeld. Das hat halt gegen Paris, ja, überraschenderweise, weil der Gegner auch mitgespielt hat, richtig gut funktioniert. Aber Gladbach ist halt nicht Paris, ne? Und heute spielen auch ein paar andere Leute. Das hat natürlich auch immer ein bisschen, ja, Entscheidungskraft, wie das Spiel hier ausgeht, will ich gar nicht sagen. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Wenn Spieler spielen, die eine niedrigere Gesamtstärke haben als die Stammspieler, dann läuft es halt auch ein bisschen anders, ist ja klar. Den Unterschied muss man ja auch dann irgendwie merken. Aber wir bekommen das hin. Haraldsson. Und drauf gehen. Jagen, 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 bis wir den Ball haben. Larsson ist da. Jetzt hat er nur leider niemanden. Zirkzee. Oh, ganz unten, da hat er leider zu lange gebraucht. Da hat er leider zu lange gebraucht, sonst wäre eine Chance da gewesen für Shaibi. Und Gladbach kommt. Haraldsson, wir sind da aber im Mittelfeld. Genau das, was ich wollte, genau das wir brauchen. Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Genauigkeit nach vorne. Ja, Haraldsson ist wieder da, obwohl er jetzt den Zweikampf nicht gewinnt. Aber er ist halt immer da. Larsson genauso. Obwohl das jetzt leider ein Foul ist. Aber er gewinnt wirklich auf viele Zweikämpfe. Läuft viele Passwege zu. Steht dem Gegner eigentlich auch immer auf den Füßen. Achtung, nächste Chance Gladbach. Aber zu zentral. Keine Probleme dafür, keine Sechi. So, und der nächste Versuch, Shaibi mal so ein bisschen ins Laufen zu kriegen. Ja, gut gemacht. Und jetzt muss er in die Mitte Zirkzee. Nicht hier in die Mitte, damit ich ihn anflanken kann. Ja, super. Aber so nicht. Das war ganz, ganz schwach. Ja, ist hier gut zugestellt, weil die Gladbacher spielen auch im 4-2-3-1. Von daher haben wir hier nicht so viele Lücken. Jetzt hätten wir gerade ein bisschen Überzahl oben gehabt, weil Mamouche da einen Gegenspieler gezogen hat. Ja, es ist nicht so leicht heute. Wir machen zwar immer wieder Pressing. Es funktioniert auch meistens. Oh, das macht den Joshua Zirkzee da. Aber nach vorne hin kriegen wir bislang noch nicht so viel Genaues hin. Jetzt vielleicht Mamouche. Wieder Mamouche mit der Einzelaktion. Und Shaibi. Oh nee, wieder Olszewski. Der springt da tatsächlich noch hinterher. Das machen die sonst nie. Eine klasse Parade von Olszewski, muss man dann auch mal sagen, dass er den zweiten hält. Ey, Respekt. Aber gut, die Chancen sind da. Jetzt Zirkzee. Schade, auch ein guter Laufweg. Aber die Pässe müssen halt auch ankommen. Oh, Ugarte ist dazwischen. Macht da weiter, wo er gnadenlos gegen PSG aufgehört hat. Auch viele Zweikämpfe gewonnen im Mittelfeld. Das war auch wirklich sehr sensationell. Aber hier machen das die Gladbacher gut, ey. Verschieben gut. Dann haben wir wenig Platz. Joshua Zirkzee kriegen wir bislang leider auch noch nicht so in die Partie rein. Vielleicht ja jetzt. Oh, krummes Ding hier. Ugarte, da wäre Zirkzee nochmal gewesen. Vielleicht müssen wir umstellen. Vielleicht
Ist heute das 4-2-3-1 nicht so optimal. Wir gucken gleich mal, was wir da noch machen können. Ja, erstmal kommt Gladbach noch. Wieder faul. Schnell ausgeführt. Oh, das war zu schnell für unsere Abwehr. Amenda kommt noch dazwischen. Perfekt. Die Grätsche war wichtig. Ich weiß nicht, ob der nicht doch reingegangen wäre. Ich schleiche mich schon mal vorne weg. Shaibi, jetzt ist wahrscheinlich eine Lücke frei. Larsson gewinnt und dann ist wieder Platz für Shaibi. Komm. Gegen Jacob. Oh, das war gut. Komm, wer kommt hin? Mamouche oder Shaibi oder auch leider gar keiner? Da hat Mamouche leider zu spät den Turbo gezündet. Somit geht es mit einem 0-0 in die Pause. Ein besseres 0-0. Ja, die Gladbacher sind auch da, aber wir sind auch eigentlich, ja gut, laut Statistik nicht die bessere Mannschaft, aber gefühlt sind wir es halt auch einfach. Ich würde jetzt schon mal hier wechseln. Wir bringen mal einen Kunku rein, dass Mamouche halt auch geschont wird. Der kann auch linkes Mittelfeld und dann vielleicht ein 4-3-2-1. Wollen wir es hiermit mal probieren? Wir probieren das mal. Shaibi Larsson, das passt soweit. Wir probieren mal das 4-3-2-1. Vielleicht kriegen wir dadurch, dass vorne dann mehr Leute sind, die Gladbacher ein bisschen mehr in Bewegung. Und ansonsten bleibt 4-4-2 immer noch eine dritte Alternative. So, mal gucken, wie sich das Ganze hier zurechtdrückt. Genau, unten. Außenverteidiger ist immer frei. Und dann in der Mitte. Da ist wieder alles zusammengestellt. Aber jetzt, wenn wir schnell spielen, haben wir außen auch Überzahl auf jeden Fall. Das werden wir jetzt vermehrt sehen. Aber wir müssen auch was draus machen. Larsson, jetzt zum Beispiel ein Kunku. Meier, jetzt sind wir schon fast auf der Torlinie. Jetzt müssen wir Flanken schießen, was weiß ich, aber auf jeden Fall auch den Abschluss suchen. Nicht den Ball ins Tor tragen, das wird nicht funktionieren. Aber weiterhin im Pressing bleiben, so gut es geht. Aber natürlich auch nicht blind drauf gehen. Nakava, Kadiolu ist dazwischen perfekt. So, und jetzt der Konter vielleicht über Haraldsson, der ist schnell. Auch schneller als Itakura, der bleibt vorher stehen. Hat er gut gemacht. Und jetzt Zirkzee lässt sich fallen. Da ist Zirkzee. Und wieder Olschowski. Gut, der war jetzt auch nicht so schwer zu halten, muss man fairerweise dazu sagen. Aber vielleicht jetzt durch eine Ecke. Ein paar Kopfballstarke Spieler haben wir. Und der Kleinste kommt ran, Kadiolu. Da erwarte ich zum Beispiel Zirkzee. Wo war er denn? Der war irgendwo am 16er, hat sich's da schön gemacht. Der muss vorne rein, ey. Bei einer Ecke auf dem 5er. So zwischen 5er und 11-Meter-Punkt. Aber genau so muss es jetzt auch weiterhin nach vorne gehen. Meier schnell und direkt, da wo es halt schnell und direkt geht. Und Kunku, könnte abseits sein, aber Zirkzee kommt dran. Das sind genau seine Situationen, seine Chancen, die er braucht. Und dann geht ein Glück Meier da nicht hin. Aber da fehlen dann trotzdem 1-2 Meter. Schade. Es geht ein bisschen besser, es geht ein bisschen flüssiger nach vorne. Aber entscheidend halt leider bislang noch nicht. Aber unsere Chance, es muss auch nur eine sein. Jetzt zum Beispiel wieder gut den Ball erobert. Jetzt haben wir Überzahl. 3 gegen 2. Jetzt müssen wir es halt nur gut ausspielen. Ja, machen wir. Und jetzt muss er rein. Shaibi! Endlich! 63. Minute. Der Knoten ist geplatzt. Die Konter habe ich zum Beispiel früher auch nie hinbekommen. 3 gegen 2, 4 gegen 1, ey, da hat der Gegner dann meistens sich den Ball noch zurückerobert. Und das musst du halt nutzen. Und dann brauche ich natürlich jetzt auch Glück, dass die Leipziger wenigstens einen Punkt holen. Ich glaube nicht, dass sie in München gewinnen. Oder gegen München, aber Hauptsache ein Remis. Das wäre schon mal viel wert. Sehr schön. Jetzt natürlich hier das Ergebnis halten. Oder wenn möglich noch ein zweites Ding oben drauflegen. Kadiolu, sauber. Sehr, sehr schön. Das war auch ein richtig, richtig guter Transfer. Ist auch ein Spieler noch mit viel Entwicklungspotenzial. Den könnt ihr euch also auch schon mal vormerken vor euer nächsten Karrieremodus. Dann in EAFC 25. Der wird wahrscheinlich nicht ganz billig sein, aber es lohnt sich. Der hat jetzt, glaube ich, schon eine 84 oder 85. Ich habe den geholt, da hat er eine 79 gehabt. Also ihr seht, da ist sehr großes Entwicklungspotenzial da, auf jeden Fall. Nächste Chance, Shaibi.
Zirkzee diesmal allein gegen alle. Macht er gut. Schöne Bewegung. Und wieder knapp. Aber es wird besser jetzt. Es wird ein bisschen zielstrebiger. Wir haben jetzt auch im Mittelfeld so ein bisschen die Oberhand gewonnen. Und wieder hier. Nächster Zweikampf gewonnen. Orel Amenda auch. Sehr vielversprechender Spieler. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie die Eintracht mit ihm in Realität umgeht. Ob er auch seine Minuten bekommen wird, auf jeden Fall. Aber das wird auch noch ein guter, hoffe ich. Aufgepasst. Nächste Chance. Gladbach kommt. Oh, Kanisici im kurzen Eck. Auch das zeichnet einen guten Keeper aus. In so Situationen auch mal das kurze Eck zuzumachen. Weil es gibt bestimmt auch Keeper, die hätten ihn reingelassen. Zack, die Pranke ist da. 90 Reflexe hat er. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So, Nagalo. Schade, Nkunku, wenn er da den Ball kriegt, wäre er weg gewesen. Vielleicht kriegt er jetzt nochmal die Chance. Nächster Eckball. Da wird sich wieder weggeschlichen. Ich hoffe, dass sich das nicht rächt. Flanke kommt. Zweikampf müssen wir eigentlich gewinnen. Amenda jetzt unten auf Nkunku. Und jetzt hat er Platz. Gegen Jakob, da wird er, glaube ich, nicht hinterherkommen. Ich glaube, Nkunku ist schneller. Jawohl. Also von Box zu Box. Nimmt er noch Haraldsson mit. Macht das alleine. Ne, jetzt müssen wir es alleine machen. Weil Haraldsson leider den falschen Laufweg nimmt. Wenn er weiter durchläuft an zweiten Pfosten, dann kriegt er den rübergespielt. Aber so natürlich nicht. Das war natürlich eine doofe Situation. Aber Chance lebt wieder. Kadiolu, der kommt wieder ran. Ja, das ist auch ein Phänomen. Wir haben so viele große Leute vorne. Und der Kleinste, der kriegt den Ball erstens. Und zweitens kommt er auch noch ran. Das ist ja das noch viel bemerkenswertere, dass der auch an den Ball rankommt. Aber wir führen halt nur 1-0. Und wie gesagt, so auf 1-0 verteidigen ist nicht. Aber wir haben ja die Chance. Wir müssen sie jetzt halt nur nutzen. Jetzt vielleicht über Zirkzee. Das gibt's nicht. Wie viele Chancen wollen wir noch verballern? Ja, also das ist ein Spiel. Oh Gott, wie schießt er den denn? Wenn wir das jetzt hier noch 1 einspielen, sind wir wieder selber schuld. Dann haben wir auch die Meisterschaft nicht verdient. Du musst so Chancen einfach machen. Das ist ein geschenktes Tor. Das ist gut rausgespielt. Die Gladbacher zeigen jetzt auch nicht mehr die größte Gegenwehr. Hier auch der nächste Beweis. Die Zweikämpfe gewinnen wir ganz, ganz locker im Mittelfeld. Aber wir brauchen ein zweites Ding. Bevor es hier entschieden ist. Auch mal in so eine Grätsche rein. Ja, gibt einen Freistoß. Alles gut. Die Zeit läuft von der Uhr. Noch 7 Minuten mit Nachspielzeit für die Gladbacher. Oh, aber Achtung, hoher Ball ist immer gefährlich. So, jetzt die Chance mit 4-5 Mann nach vorne zu gehen. Und das halbwegs gut zu Ende zu spielen. Ja, aber so nicht. Da haben wir es wieder. Aber trotzdem vorne drauf gehen. Itakura, genau, der kann nur hinten rumspielen. Olszewski, der kann dann auch nur lang schlagen. Schade, dass da einer ist. Klar, brauchst jetzt auch ein bisschen Glück. Schön, Larsson, ey, antizipieren. Auch da gibt es wieder den Freistoß. Weiß ich jetzt nicht, ob du unbedingt jeden Zweikampf pfeifen musst, aber der ist halt auch immer wachsam. Der gewinnt viele, viele Zweikämpfe. Und aufgepasst, die Gladbacher kommen. Das ist Abseits, Abseits. Aber Kanisici wäre auch da gewesen. Schöner Ball hier durchgesteckt. Wahrscheinlich wieder die Schuhgröße. Ja, die Stirn war auch wieder mit dabei. Also alles okay. Wenn das wirklich so bleibt, dann haben wir ein seltenes Spektakel hier. Also Spektakel mal in Anführungszeichen. Wenig Tore, viele Chancen, nicht gemacht. Und am Ende doch 3 Punkte. Wir gucken mal, noch ist es nicht geschafft. Noch hat Gladbach die Chance hier über Cambiagi. Amenda ist da. Meier auch, den kriegen wir nicht gestellt. Achtung, die ist sehr gefährlich. Und der Ausgleich, wie ich es vermutet hatte, in allerletzter Sekunde. Und damit wahrscheinlich die Beerdigung unserer Meisterschaftsträume. Das kann nicht wahr sein, ey. Hier, da außen müssen wir den Zweikampf gewinnen. Da müssen 2, 3 Leute hin. Und dann kommt die Flanke genau zwischen Larsson und Nagalo. Und dann ist am Ende auch Kanisici geschlagen. Schade. Hernandez in der 90. Wird wahrscheinlich die Meisterschaft entscheiden. Es war die letzte Aktion. Und wir schaffen es dann einfach nicht, auch diese Spiele mal zuzumachen. Ich habe es gesagt, wenn wir die Chance nicht machen, haben wir es nicht anders verdient. Die Bayern werden wahrscheinlich auch das Spiel gewonnen haben. Dann können wir uns die Meisterschaft, glaube ich, abschminken.
Dann können wir jetzt eigentlich theoretisch den Fokus voll auf die Champions League legen. Aber erstmal gucken, vielleicht haben die Bayern ja auch verloren. Dann war der Punkt dann doch noch für irgendetwas gut. Gut, hier sehen wir das Ergebnis noch nicht. Alle haben aber unentschieden gespielt. Vielleicht ist das dann ein Spieltag der Unentschieden. Ich glaube aber nicht. Wir werden jetzt erst nochmal vorspulen bis zum Viertelfinale-Rückspiel und dann gucken wir uns die Tabelle an, obwohl ich da gar nicht drauf gucken will, weil ich könnte mir vorstellen, wie es theoretisch ausgegangen ist. Wir gucken mal, die Bayern haben gewonnen gegen Leipzig, ne? Ja, 4-1, haben jetzt also 6 Punkte Vorsprung. Das wird es wohl gewesen sein. Die beiden Spiele gegen Dortmund und gegen Gladbach haben uns den Zahn gezogen. Also 6 Punkte aufzuholen ist zwar immer noch machbar, aber guck mal, die Bayern spielen jetzt noch gegen Hannover. Dann gegen Hertha, dann gegen Union und dann letzten Spieltag gegen Gladbach. Und dann gegen Köln. Also am vorletzten Spieltag gegen Gladbach und dann gegen Köln. Das werden die Bayern sich nicht mehr nehmen lassen. Wir hatten die Chancen, wie gesagt, gegen Dortmund und Gladbach. Das waren unsere 2 Spiele. Haben wir leider nicht geschafft und somit gilt jetzt der volle Fokus auf die Champions League. Da gucken wir jetzt auch nochmal kurz drauf. Da sind nämlich schon ein paar Entscheidungen gefallen. Man City und Arsenal sind nämlich im Halbfinale. Die haben jeweils Barca und Neapel geschlagen. Atletico gegen Lazio wird noch richtig spannend und wir müssen das Ding nach Hause bringen. Wir haben jetzt 3-0 im Hinspiel gewonnen. Wenn wir das jetzt auch noch versauen uns hier und aus dem Viertelfinale ausscheiden, dann ist das echt sehr, sehr bitter. Also dann sind die letzten 3 Spiele völlig umsonst gewesen. Aber ist wie es ist, man kann es nicht ändern. Wir versuchen trotzdem noch hier das Mögliche, das Unmögliche zu schaffen, Meister zu werden und die Champions League vielleicht sogar zu gewinnen. Da muss aber eine bessere Chancenbewertung her. Auf jeden Fall, wir gehen rein ins Rückspiel gegen Paris, hoffentlich wieder mit euch. Und dann ziehen wir hoffentlich ins Halbfinale ein. Macht's gut, bis zum nächsten Spiel. Ciao, ciao.